Ich erhoffe mir, einfach mal mit was Neuem konfrontiert zu werden einfach. Also, keine Ahnung, musikalisch komplett abgefahren irgendwie. Das ist, glaube ich, so das, was ich mir erhoffe. Wir sind ganz offen, was die Musik angeht und freuen uns auf alles, was kommt. Also auf jeden Fall ein Konzert mit Überraschungseffekt und vielleicht was man sonst nicht so hört. Wir sind da relativ offen. Hauptsache, wir haben Spaß heute Abend. Ja. Dass man vielleicht auch was begegnet, was man nicht erwartet hat, was einen dann aber sehr positiv überrascht. Ich weiß nicht, was passiert. Ich erwarte alles von Jazz bis Klassik. Hauptsache irgendwas Spannendes, was Witziges, was Besonderes. Künstlerisch. Ja, wir wollen schöne Männer kennenlernen. Spaß. Nein. Mein Name ist Alexei Gerasimes, ich bin Schlagzeug. Ich bin mit meinen Jungs da, Lukas, Sergej und Emil, und wir spielen ein Blind Date Konzert. Wir wollten das Publikum möglichst lange im Ungewissen lassen darüber, was jetzt tatsächlich an dem Abend passiert, und haben dementsprechend das Programm so aufgebaut, dass es in den ersten 2, 3 Stücken sich noch nicht erschließt, dass es Schlagzeug ist. Das heißt, die Bühne ist leer, es kommt erst mehr und mehr dazu. Das ist eigentlich eine schöne Metapher zu dem Konzert, also dass es wirklich auch wie ein Date wahrscheinlich abläuft. Ne? Erstmal alles abtasten, erstmal das Licht, erstmal der erste Eindruck ist, aha, du siehst so aus und ich sehe so aus. Und dann fängt man an, sich kennenzulernen. Und dann gehen vielleicht auch schon die Schubladen auf bei den Leuten und sagen, ah, Schlagzeug, okay, das kommt jetzt in die Schublade, wahrscheinlich ist es so und so und so. Ist so ein bisschen eine Analogie für, wie ich die Umwelt wahrnehme als Schlagzeuger, oder seitdem ich ein Kind bin, hat es mich immer interessiert, wie Dinge klingen. Und zwar egal was, also alles, was mir im Alltag begegnet. Das ist so ein bisschen meine Lebensaufgabe. Ich suche nach der Seele der Dinge. Und das Stück ist genauso entstanden wie auch viele andere Stücke. Ich hatte eine Flasche in der Hand und auf einmal merke ich, oh, da sind Klänge drin, sind viele verschiedene Klänge drin. Und das ist eigentlich auch eine schöne Analogie für Menschen. Ne? Man weiß oft gar nicht, also man sortiert so schnell die Leute ein. Und wenn man sich näher kennenlernt, dann merkt man, dass da so viel mehr dahinter steckt und so viel mehr Tiefe drin. Möglichst authentisch zu sein, einfach sehr echt. Weil im Idealfall entsteht da aus einem Blind Date eine Beziehung oder eben nicht, aber man weiß vielleicht, woran man ist. Und ich glaube, wenn man sich verstellt oder versucht, möglichst gut rüberzukommen, dann kann man eigentlich nur enttäuscht werden. Ich denke, so ist ein Konzert aus. Also ich versuche möglichst sehr authentisch zu sein, ich versuche ich zu sein, ich versuche das zu teilen, was mich begeistert, und lade die Leute ein, diese Begeisterung mit mir zu teilen. War ganz anders sozusagen, mehr oder minder mit den Perkussion-Instrumenten. Toll. Sehr, sehr gut, vor allem weiß ich jetzt, was ich mit meinem Pfand machen soll. Ne? Also falls ich mal keinen Bock habe, ihn wegzubringen, kann ich ihn direkt... Auf jeden Fall, wo sie so mit den Körpern gearbeitet haben. Wir saßen auch noch ganz vorne, das heißt, man hat also auch, wenn sie gesprungen sind, die Erschütterung direkt mitbekommen, und das war halt wirklich es war ein tolles Erlebnis, hat richtig Spaß gemacht und war persönlich mein Highlight von dem ganzen Konzert. Es war ein Fest für mein ADHS. Richtig super, richtig Sound und diese Idee, also fantastisch. Also diese Feinsinnigkeit, diese Klänge, alles waren Wellen, alles war Rhythmus. Also wahnsinniger Abend, ganz toll gemacht, wirklich. Hat ganz viel Spaß gemacht, war ganz, ganz toll. Also ein fantastisches Konzept, macht großen Spaß. Die Spannung war da, die Leute haben mitgemacht, und ist vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass die Leute natürlich in solche Konzertformate gehen, wenn sie selber eher offen sind, offene Menschen sind, Lust auf was Neues haben, sich überraschen lassen wollen. Die Angst vor dem Unbekannten ist ja so die Grundangst, die die meisten Menschen haben. Und wenn man das durchspricht und sagt, okay, ich gehe da jetzt aber mal hin und lass mich ins kalte Wasser schmeißen, ich glaube, das ist ein großer Gewinn für die Gesellschaft.